Kaum ein Vogel verbindet so viel Leichtigkeit, Bewegung und Anmut wie der Kolibri. Heute zeige ich dir in 3 einfachen Schritten, wie auch du diesen herrlichen Vogel realistisch zeichnen kannst. Viel Freude mit dem Video. Ich beginne also mit den wichtigsten, mit den Proportionen, also die Größe der Körperteile zueinander, lege hier die Kopfform und die Körperform fest. Ja, du siehst, der Kopf eine Kugel, der Körper eine Kegel-Ellipsenform und lege dann die Länge der einzelnen Elemente, wie hier den Schnabel, Schritt für Schritt fest, die Position der Kehle und des Hinterkopfes und sehr gerne setze ich auch sehr früh das Auge. Weiter geht es mit dem Schwanz, ja, hier mit dem Oberteil und dann die einzelnen Schwanzfedern und den Unterschwanz, so dass man wirklich die einzelnen Körperteile gut voneinander getrennt hat. Ja, ich sage immer, der Aufbau ist 50%, wenn das steht, kann man sich an das Realistische und an den Details heranwagen. Weiter geht es also mit den einzelnen Details. Ich arbeite hier jetzt die Flügel Schritt für Schritt aus und auch die einzelnen Federbereiche werde ich nach und nach immer mehr andeuten, skizzenhaft und dann gleichzeitig schon Licht und Schatten festlegen. Ich lasse dich jetzt ein wenig zuschauen und werde mich immer wieder zu den entscheidenden Stellen melden und kurz etwas dazu erzählen. Viel Freude beim Mitzeichnen und Zusehen. Ja, der Kolibri hat ja diese leicht schimmernden und ziemlich deutlich sichtbaren Federn direkt in der Kehle. Ja, und das ist ja auch wichtig hervorzuheben. Das ist bei anderen Vögeln nicht so deutlich zu sehen. Also darauf achten, ein typisches Merkmal des Kolibris. Ja, jetzt beginne ich Licht und Schatten noch einmal deutlicher zu zeigen, da der Körper ja unten bedeutend weniger Licht bekommt. Ja, lege ich hier schon mal Licht und Schatten fest, um so klar zu unterscheiden, was ist heller und was ist dunkler, um so letztendlich dem Körper des Vogels eine dreidimensionale Ansicht zu geben. Weiter geht's jetzt mit der realistischen Ausarbeitung. Du siehst, ich schaue mir das Auge noch einmal genau an. Hier arbeite ich mit einem 12B Stift und platziere nochmal Iris und Pupille ganz detailliert. Ja, der Blick ist nämlich immer das A und O. Und weiter geht es jetzt mit den einzelnen Federstrukturen Schritt für Schritt. Natürlich braucht man dafür einen sehr, sehr spitzen Bleistift.
Hier verstärke ich gleich noch die Federn des Flügels. Und wenn du mit mir zusammen Schritt für Schritt zeichnen lernen möchtest, dann stelle ich dir ganz kurz meine Akademie vor und danach geht's mit dem Video weiter. Ich lade dich herzlich ein, bei meiner Akademie vorbeizuschauen. Dort hast du deinen eigenen Lernbereich und entwickelst Schritt für Schritt deine zeichnerische Handschrift. Dich erwarten klar aufgebaute Zeichenkurse und sogar die Möglichkeit, eigene Zeichnungen einzureichen. Alles Weitere findest du direkt unter diesem Video. Weiter geht es jetzt hier im Video mit den einzelnen Federn, wo ich hier die Struktur ein wenig andeute und Schritt für Schritt auch hell und dunkel verstärke. Ja, du siehst, wie Schritt für Schritt diese Zeichnung immer detaillierter und feiner wird. Ich sage immer, Zeichnen ist doch ein Prozess, ja, wo man sich selbst beim Zeichnen Schritt für Schritt weiterentwickelt und neue Dinge ausprobiert, also praktisch nicht statisch bleibt. Hier gehe ich jetzt in diese markanten Kopffedern noch einmal rein, verstärke sie ein bisschen mit einem 6B Stift, denn dieser Bereich ist bei einigen Arten besonders dunkel.
Jetzt bin ich schon in den letzten Schritten. Ja, schau mir die Schnabelform noch einmal an, mache ihn ein wenig länger. Ja, so ein paar kleine Details, die erst mit der Gesamtwirkung wirklich sichtbar werden. Einen wichtigen Tipp habe ich noch für dich. Zwischendurch immer wieder aufstehen und die Zeichnung von 1-2 Meter betrachten, sich einfach mal ein paar Sekunden Zeit nehmen und gucken, ob das alles so stimmig ist. Jetzt setze ich noch einen leichten Schatten, sodass der kleine Kolibri schwebt. Ich hoffe, ich konnte dich ein weiteres Mal für die Zeichenkunst begeistern. Wenn dir dieses Video einen Mehrwert gegeben hat, schreib es mir gern unten in die Kommentare und abonniere ganz einfach meinen Kanal für weitere Zeichentipps. Und wenn du wirklich realistisch zeichnen lernen willst, dann sei ganz einfach mit dabei auf meiner Akademie. Alle Infos findest du ebenfalls direkt unter diesem Video. Ich freue mich, wenn wir gemeinsam deine Zeichenkunst weiter nach vorne bringen.